Kommt dir folgende Situation eventuell bekannt vor? La 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 la. Oh, schon wieder 3 Stunden auf Instagram verbracht. Oh fuck, ich muss morgen eine Prüfung schreiben. Ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Ich bin nicht gut genug, keiner mag mich. Ich bin nutzlos. Oh fuck, schon wieder Junkfood gegessen. Oh Gott. Keine Sorge, uns allen geht's mal so. Woran das jedoch genau liegt, was du dagegen machen kannst und was das alles mit deinem Verstand zu tun hat, erfährst du in meinem heutigen Video. Hallo und willkommen zurück in meinem Uchiverse, dein Ort für Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe und Inspiration. Ja, kommen wir auch ohne weiteres Gelaber gleich zum Thema. Egal wie gut oder wie schlecht es uns geht, wir alle sind Opfer unserer eigenen Lebensumstände. Und ja, dazu gehörst auch du. Aber auch das aktuelle System hat enormen Einfluss darauf, wie du denkst und wie du handelst. So wird dir schon von klein auf anerzogen, was Wettkampf bedeutet, und in späteren Jahren ist dir Karriere, Geld und Erfolg bei weitem wichtiger als zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, aber auch die ganze Werbung der unzähligen Unternehmen und Konzerne, die dich glauben lassen, dass du deren Produkte brauchst, lassen dich glauben, dass du arbeiten gehen musst, damit du dir diese Dinge leisten kannst. Was im Endeffekt auch auf einem völlig falschen Glaubenssatz beruht, dass du nicht vollkommen bist, dass du etwas brauchst, um glücklich zu sein. Und genauso entwickelt jeder von uns eine ungerechtfertigte Angst. Eine Angst, etwas zu verlieren. Eine Angst, dass etwas kaputt geht. Eine Angst, ein Angebot zu verpassen. Eine Angst, dass dir ein ohnehin schon überflüssiges Feature entgeht, was du eh nie benutzen wirst, nur weil du nicht das neueste iPhone hast. Und genau diese Angst existiert nirgendwo anders als in deinem eigenen Verstand bzw. deinem Ego. Und wenn du nicht weißt, wie du deinen eigenen Verstand kontrollieren bzw. umprogrammieren kannst, dann wirst du auch weiterhin Opfer deiner eigenen Lebensumstände bleiben. Aber genau das wollen wir ja nicht, und deswegen erkläre ich dir jetzt ganz kurz und einfach, wie das Ego aufgebaut ist. Das Ego bzw. der Verstand besteht grundsätzlich aus 2 Teilen. Zum einen aus Struktur und zum anderen aus dem damit befüllten Inhalt. Die in dem Ego vorhandenen Strukturen können hierbei ganz einfach mit Glaubenssätzen gleichgesetzt werden. Ein Glaubenssatz, den sicherlich alle von uns kennen: Mein Selbstwert und meine Identität ist von dem abhängig, was ich habe. Und das am besten noch in Zahlen messbar. Und die dazugehörigen austauschbaren Inhalte wären dann: Wie viel Geld habe ich auf meinem Konto? Wie viele Autos habe ich? Wie viele Klamotten habe ich? Mit wie vielen Frauen oder Männern habe ich geschlafen? Oder mit wie vielen Frauen oder Männern habe ich nicht geschlafen? Und. Und solange wir nichts am Glaubenssatz bzw. an den Strukturen ändern, werden diese auch mit allerlei austauschbaren Inhalten befüllt. Wenn du deinen Selbstwert also zum Beispiel nicht durch neue Follower auf Instagram stärken kannst, dann freust du dich stattdessen über die neuen Likes auf deinem neuen Bild. Okay, so viel zum Aufbau des Egos. Doch welchen Nutzen hat es eigentlich? Das Ego hilft uns, die absolute Wahrheit zu vergessen, dass wir alle eins und miteinander verbunden sind, damit wir unser Überleben sichern und uns vor Rivalen schützen können. Außerdem gibt es uns auch die Möglichkeit, uns selber wahrnehmen und reflektieren zu können und uns in der materiellen Welt zurechtzufinden. Okay, alles klar, doch ab welchem Punkt wird das Ego destruktiv? Das in uns vorhandene Ego wird spätestens dann destruktiv, wenn das Gefühl der Angst und der Getrenntheit größer als die potenziell vorhandene Liebe wird. Außerdem ergreift das Ego in uns oft Überhand, sodass wir uns unbewusst von diesem leiten lassen, ohne selbst freie Entscheidungen zu treffen. So kommt es nicht selten vor, dass wir alles in unserem Leben etikettieren und in Schubladen denken, weil wir uns so einfacher zurechtfinden können. Dies mag einerseits zwar gut erscheinen, jedoch führt es auf der anderen Seite dazu, dass wir uns oft überheblich verhalten und so tun, als wenn wir alles wissen könnten. In vielen Situationen wäre es nämlich besser, bescheiden zu sein und Fragen zu stellen, denn du musst nicht alles wissen. Und wenn wir gerade schon beim Thema sind, dann schau dir doch einfach mein Video an und freunde dich mit dem Gefühl an, dumm zu sein. Ein weiterer Nachteil eines unbewussten Egos ist das zwanghafte Denken, der Zwang, alles rationalisieren zu müssen, alles in Gedanken packen zu müssen. Und genau so leiden unzählige Menschen von uns darunter, über Dinge nachzudenken, die ihnen selbst nicht gut tun und ihnen ihre Energie und ihren Frieden rauben. Uns wurde so ein mächtiges Werkzeug gegeben, wir müssen lernen, damit umzugehen. Denn wenn wir nicht lernen, damit umzugehen, kann es für sehr viel Leid, Hass und Zerstörung sorgen. Und kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten hat die Möglichkeit, so viel Trennung in seinem eigenen Kopf zu erschaffen. Dabei ist Trennung nichts anderes als eine Illusion des Verstandes. Denn wir können gar nicht abgeschnitten vom Universum sein, wir können gar nicht im Universum sein. Wir sind doch selber das Universum, wir sind doch
eins mit dem Universum und mit dem Leben selbst. Und das Leben gehört auch nicht uns. Das Leben lebt durch uns. Und wenn wir uns gegen den Fluss des Lebens entscheiden, dann leiden wir. Und genau deswegen müssen wir uns auf die Stimme in unserem Herzen konzentrieren und diesem nachgehen. Denn unser Herz weiß, was richtig für uns ist. Dein Herz ist dein Kompass für dein Lebensziel. Der Ort, an dem du glücklich bist. Also komm runter, verbinde dich mit dir selbst und erschaffe das Leben, das du verdient hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Stay happy, stay healthy and enjoy your life.